Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns kenne dein mechanisches Offset. Wir haben euch bereits in den Videos How to, wähle die korrekte Mount aus und How to Zero Your Rifle, da haben wir es schon mal angesprochen, das mechanische Offset. Der Stefan sagt immer, ich soll nicht mechanisch sagen, das ist so hessisch, aber ich bin halt mal ein Hesse, deswegen sage ich mechanisch. Also kenne dein mechanisches Offset ist das Video hier, um das es heute geht. Wir haben gesagt, das ist ein wichtiges Thema und heute wollen wir uns ganz speziell darauf konzentrieren. Erstmal mechanisches Offset, was ist das? Ganz klar, ihr habt die Lauflinie und ihr habt die Sichtlinie der Optik und die Differenz dazwischen bzw. die Distanz dazwischen, das ist euer mechanischer Offset. Wenn ihr jetzt hier direkt eine Scheibe hinbauen würdet, hättet ihr bei Absolute Co-Witness, muss ich spicken, 6,7 cm Tiefschuss. Denn hier auf der Scheibe, gehen wir hier hinter kurz, hier auf der Scheibe wäre euer Einschlag bzw. euer Absehen zu sehen und der Einschlag wäre dann 6,7 cm tief, wenn die Scheibe direkt davor wäre. Denn egal welche Waffe ihr habt, welche Plattform ihr habt immer irgendwo ein mechanisches Offset. Ob es jetzt ein Jagdgewehr ist, das ist in der Regel 4-5 cm zum Zielfernrohr, oder ob es jetzt hier ganz bekannt bei der AR-15-Plattform, da hat man in der Regel sehr viel Offset, also ein sehr hohes, so einen hohen Aufbau mit der Optik, und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Ich habe euch jetzt hier mal mitgebracht verschiedene Montagehöhen, was dann entsprechend auch ein unterschiedliches Offset zur Folge hat. Das ist hier ganz typisch Absolute Co-Witness. Dann haben wir hier Lower Third und das hier ist Unity Tactical Night Vision Mount, nenne ich es mal, 2,26 Inch. Hier vom letzten Video nochmal die Einblendung von dem Bild, was ihr da an Höhenunterschieden habt. Und jetzt kommt das eigentliche Thema, um das es in dem Video hier geht, nämlich warum ist das so wichtig? Warum haben wir uns jetzt entschlossen, nochmal ein extra Video nur über das mechanische Offset zu machen? Ganz einfach. Das ist gerade für dynamische Geschichten eine sehr wichtige Sache, denn wenn ihr nicht eure Einschlagpunkte kennt, trefft ihr nicht. Wenn ihr nicht trefft, kann das im günstigsten Fall eine schlechte Platzierung sportlich bedeuten. Im schlechtesten Fall, bei der Polizei, ist die Geisel tot, weil ihr euer Offset nicht gekannt habt. Ganz einfach. Und genau deswegen haben wir uns gesagt, wir machen hier einmal für euch das Ganze mit den üblichen Höhen bei der AR-15. Unser Versuch hier wurde mit einer AR-15 mit einem 16,75 Zoll durchgeführt. Wir haben 55 Krähengeschosse benutzt und die Einschussentfernung, also die Zero-Entfernung für alle verwendeten Optiken, Unity Tactical Höhe, Lower Third und Absolute Co-Witness waren 50 Meter. Also jede Optik ist auf 50 Meter eingeschossen und wir haben das Ganze auf 25, 15 und 5 Metern einmal für euch dargestellt. Wir starten mit Absolute Co-Witness. Bei dieser Montagehöhe habt ihr eine Sichtlinie mit Kimme und Korn. Die Kopfposition ist ziemlich weit unten bei der AR-15, also ihr kriecht da wirklich mit dem Kinn in den Schaft rein. Der Blick ist eigentlich so leicht nach unten abgewinkelt, während die Sichtlinie bzw. das Gewehr natürlich gerade nach vorne zeigt. Hier habt ihr, wie ihr sehen könnt, bei 25 Metern habt ihr ein relativ gutes Schussbild. Also da müsstet ihr quasi schon fast gar nicht großartig höher halten. Dann habt ihr bei 15 Meter und bei 5 Metern ungefähr alles hier in dem Bereich. Wir haben hier nachgemessen. Das sind jetzt insgesamt 6,5 cm Abweichung nach unten. Wenn ich das jetzt mal mit meiner Skala hier betrachte, 6,7 cm bei Absolute Co-Witness passt also. Das heißt, 5 Meter und 0 Meter ist nicht mehr so viel Distanz, das passt. Von daher habt ihr hier auf jeden Fall diese Differenz, die ihr kompensieren müsst. Bedeutet, wenn ihr hier in die Mitte treffen wollt, auf 5 Meter, müsstet ihr das Ganze ein bisschen nach oben shiften und dann entsprechend hier anhalten. Dann hättet ihr Dead Center, die Treffpunktverlagerung nach der Mitte. Weiter geht's mit der Lower Third. Da ist es so, auch wenn der Name Lower Third heißt, bedeutet das, dass die Montage etwas höher ist. Lower Third
Bedeutet nämlich in dem Fall nur, dass Kimme und Korn im unteren Drittel zu finden sind und der Rotpunkt etwas höher sitzt. Genau deshalb diese Bezeichnung. Hier haben wir eine Höhe von 7,2 cm. Das messen wir einmal nach. Das sind jetzt hier von der Mitte ungefähr 7 cm bei 5 Meter, auf 50 Meter eingeschossen, wie ich schon gesagt habe. Bedeutet, das passt auch mit unserer Berechnung oder mit der Höhe des mechanischen Offsets. Bei 25 Meter liegt ihr ungefähr hier, also ein kleines Stückchen weiter unten. Und 15 und 5 Meter ist auch wieder genauso wie hier relativ dicht beieinander. Wenn ihr das Ganze jetzt nach oben shiften würdet, bei 5 Meter wäre hier euer Haltepunkt, damit ihr in der Mitte Dead Center treffen könnt. Jetzt wird es spannend, denn jetzt kommt die Sonderlösung von Unity Tactical. 2,26 Inch Höhe, das sind 8,9 Zentimeter. Ist dafür eigentlich designt worden, dass man mit dem Nachtsichtgerät oder mit der Gasmaske super hinter die Optik kommt, hat aber auch meines Erachtens nochmal den Vorteil, dass man eine bessere Kopfposition hat, beziehungsweise eine angenehmere, entspanntere Kopfposition. Man hat zwar nicht mehr das typische Cheek Weld bei der AR-15, dass ich mit der Wange auf dem Schaft auflege, sondern eher so ein Chin Weld. Ja? Aber wenn man ein bisschen übt, kommt man damit eigentlich relativ gut zurecht. Und hier seht ihr, habt ihr schon deutliche Abweichungen. Bei 25 Metern und 15 Metern ist es ungefähr alles hier in der Höhe und bei 5 Metern ein Stück weiter nach unten. Das Ganze in Zahlen sind wir bei 8,5 Zentimeter. Entspricht auch dem, was wir gemessen haben. Also 8,9 Zentimeter ist der mechanische Offset. Also auch hier wieder, das passt. Hier habe ich dann natürlich, wenn ich 5 Meter treffen will, den Haltepunkt fast hier in der Mitte, während er hier knapp über dem grünen Kasten ist, genauso auch bei der Absolute Co-Witness. Abschließend kann man also sagen, bei Absolute Co-Witness und Lower Third seid ihr relativ nah beieinander, habt ihr ungefähr 7 cm Versatz bei 5 Metern, das ihr kompensieren müsst. Das variiert natürlich je nach Entfernung entsprechend. Und bei der Unity-Montage hier, da habt ihr dann 8 bis 9 cm Versatz. Jetzt wisst ihr, wo euer Offset ist, wie ihr es anwenden könnt, müssen wir euch jetzt noch zeigen oder erklären oder Anwendungsbeispiele bringen. Das wäre zum Beispiel sportlich beim IPSC. Um da die Schwierigkeit ein bisschen zu erhöhen, könnte man ein Ziel hinter einer No-Shoot-Area verstecken. Das heißt, ich habe hier eine weiße Scheibe und dahinter ist das eigentliche Ziel. Ich nehme jetzt mein Ziel dahinter ins Visier, habe klare Sicht dahin, schieße und schieße in die No-Shoot-Area. Warum passiert das? Ganz klar, der Offset. Ich bin nah dran, habe 5 Meter Abstand. Dementsprechend trifft mein Lauf genau in die No-Shoot-Area, während meine Optik oben drüber auf das Ziel guckt. Um das zu kompensieren, muss ich einfach ein bisschen nach oben halten, mein mechanisches Offset verlagern auf meinen richtigen Haltepunkt und schon treffe ich das Ziel. Wir verlassen mal sportlich kurz Deutschland, bleiben behördlich aber hier, denn wir haben hier eine VTAC-Barrikade. Die darf in Deutschland sportlich nicht geschossen werden, im Ausland schon. In Deutschland müsste man hier alles als Netz auslegen, dass es durchsichtig ist. Das Stichwort ist hier Barrikadenschießen, also hinter einer Deckung schießen. Das ist in Deutschland nicht erlaubt sportlich. Ich empfehle aber trotzdem hier so eine Barrikade zu nutzen, um solche Offset-Geschichten zu trainieren, trocken. Ganz wichtig. Also ihr dürft das nicht auf eurer Schießbahn machen, aber wenn ihr das trocken trainieren wollt, um gerade für IPSC mechanische Offset-Geschichten zu trainieren, eignet sich die VTAC-Barrikade perfekt. Ist von Kyle Lamb, hat er sich hier wirklich was überlegt mit verschiedenen Winkeln, verschiedenen Größen auch, wo ihr durchschießen könnt. Und dafür ist es natürlich eine feine Sache, gerade im Trockentraining, um halt zu sehen, kommt ihr denn wirklich durch oder nicht. Ja? Das kann ich jetzt hier mal demonstrieren, ganz einfach, indem ihr hier ein Sichtfenster habt. Ich würde jetzt hier in Anschlag gehen. Hier ist es jetzt relativ einfach. Ja? Ich kann den Lauf schon sogar ein Stück durchstecken quasi und habe dann hier Sichtlinie und Lauf, der hier durchzeigt. Wenn ich jetzt aber hier oben diesen Schlitz benutze, da wird es schon schwieriger. Wenn ich jetzt hier in Anschlag gehen würde, jetzt habe ich klare Sicht mit meiner Optik. Kann durchgucken, aber ihr seht schon, ihr seht vom Lauf nichts, weil der Lauf ist ungefähr hier. Bedeutet, das wäre ein ganz klarer Holzschuss in dem Fall. Einfach, weil ich klare Sicht habe und der Lauf nicht da ist wegen dem Offset. Das heißt, ich müsste hier noch ein bisschen weiter nach oben, könnte jetzt durchgucken und jetzt hätte ich auch freie Schussbahn.
Das ist also eine ganz wichtige Geschichte für den behördlichen Einsatz, für Polizisten oder Soldaten, die am Fahrzeug, aus dem Fahrzeug, hinter Deckungen, hinter Mauern stehen oder sonst irgendwas, dass die entsprechend das beachten können. Und natürlich auch sportlich kann es vorkommen, dass im IPSC-Bereich irgendwo ein Hindernis ist, wo ihr direkt dran vorbeischießen müsst, wo auch direkt vor euch steht, ja, durch eine Luke durchschießen oder so Geschichten. Und da müsst ihr das natürlich auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben, weil sonst schießt ihr in euer Hindernis rein und das gibt dann im schlimmsten Fall Punktabzug oder Disqualifizierung. Unser Fazit: Das mechanische Offset ist auf jeden Fall ein Faktor, den ihr mitberechnen müsst, egal welche Montagehöhe ihr einsetzt. Kennt eure Haltepunkte. Das gilt nicht nur im Nahbereich von 0 bis 50 Meter, das gilt natürlich auch darüber hinaus, wenn ihr auf 200, 300, 400 Meter schießt und da entsprechend auch mit einem Rotpunkt arbeitet. Auch da solltet ihr natürlich eure Haltepunkte kennen, denn ihr seht, damit trifft man und damit gefährdet man weniger um sich herum. Wir hoffen, wir konnten euch hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen mit dem How-To. Vielleicht hat ja der ein oder andere noch ein paar Anmerkungen. Dann würde es uns freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt und zur Diskussion anregt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Denkt daran, Luck und bis dann. Macht's gut. Bye, bye.